Amen. We all know by now that there is a shaking going on in our movement. Wir wissen bis jetzt, oder alle wissen bis jetzt, dass da eine Sichtung in unserer Bewegung ist. Many people have tried to understand why this shaking is occurring. Viele haben versucht zu verstehen, warum diese Sichtung passiert. They've tried to come up with prophetic or theological reasons for it. Sie haben versucht, theologische Gründe dafür zu finden. It's not my intention to address those questions. Es ist jetzt nicht mein Ansehen, diese Fragen zu beantworten. Es sei denn, Leute fragen speziell darüber nach. So we're hoping that people take the opportunity to write any questions that they have and pass them to us, and we'll try to address them during our presentations. Ich hoffe, dass die Menschen oder dass ihr, wenn ihr Fragen habt, auf einen Zettel schreibt und dann uns gebt, damit wir sie in den Präsentationen adressieren können. What I want to do in my presentations, at least the first few, depending on how long it takes, was ich tun möchte in den ersten paar Präsentationen von mir, is to address some of the reasons why Future for America and this movement have developed very different scenarios of end-time prophecy. Ist, um aufzuzeigen, wie es sein konnte, dass FFA und diese Bewegung unterschiedliche Botschaften, Modelle über das Endweltszenario entwickeln konnten. Beide Parteien behaupten, die Regeln von William Miller zu benutzen. Wir alle behaupten, dass wir eine göttliche Methode benutzen. Und dennoch finden wir uns heute in komplett anderen Positionen. Und wir kommen zu unterschiedlichen Entschlüssen oder Schlussfolgerungen. Also ich möchte jetzt ein paar Abschnitte aus einem öffentlichen Brief von FFA lesen. Ich werde es erst im Englischen lesen und dann in meinen Worten wiedergeben für die Übersetzung. I'm not sure exactly when this open letter was written or when it was published. Ich bin mir nicht sicher, wann dieser öffentliche Brief exakt geschrieben wurde und rausgegeben wurde. I'm not even sure how I got hold of this copy. Ich bin noch nicht mal sicher, wie ich überhaupt an diese Kopie herangekommen bin. It's at least a few months old, I think, but I'm not 100% sure. Ich denke, dass es ein paar Monate alt ist, dieser Brief, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wie schon bereits gesagt, es ist ein offener Brief von Future for America. Dear friends, I don't expect you to read very far into this letter before you throw it into your waste whizzer or trash can, but I must send it to you in spite of that reality. I'm under conviction to not only tell you, to provide evidence that on July 18th, 2020, Islam is going to detonate a nuclear device in Nashville, Tennessee. Fully understand that you're about to end your reading of this letter. I understand the absurdity of this claim, but I'm prepared to defend it if given ample time to do so. So there's an open letter that Future for America is writing to the inhabitants of a city called Nashville in the United States. Also da gibt es einen offenen Brief von FFA, den sie an die Bewohner von Nashville, Tennessee schreibt. And this letter serves as the warning to the residents of that city, telling them that on July 18th, 2020, that's this year, in a few months, Islam is going to detonate a nuclear device in their city.
Und dieser Brief dient dazu, die Bewohner zu warnen, dass am 18. Juli 2020, also in ein paar Monaten, Islam eine Atombombe auf Nashville, Tennessee werfen würde. Und die meisten schauen diesen Aussage an, denken, das ist töricht, das ist Blödsinn. Sie erkennen, dass es komisch klingt. But they say that they are willing and able to defend the claim that they make. Aber sie sagen, dass sie willig und auch ihnen ermöglicht ist, diese Aussage zu untermauern. Então, corrigindo, eles não reconhecem que está errado. So, at least for the first few presentations, depending on how long we take, I want to examine the methodology that has been used to develop this claim. Die ersten paar Stunden, die wir zusammen haben, ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, aber möchte ich benutzen, um aufzuzeigen, wie diese Aussage zusammenkommen konnte. The views of Future for America and ourselves have become. So können wir nicht nur sehen, wie unterschiedlich die Ansichten von FFA zu unseren geworden sind, but as we compare their methodology with ours, aber wenn wir auch ihre Methode mit unserer vergleichen, it's my hope that we will gain a confidence in the methodology that we're using to develop our models of end-time prophecy compared to theirs. Dann hoffe ich, dass wir Vertrauen in unsere Methode bekommen, um die Endzeitprophetie auszulegen, im Kontrast zu deren Methode. Lasst uns weiterlesen. My problem in trying to warn you of this event is that it requires information on a handful of subjects that you may or may not have any inclination to consider. Therefore, my intent in this letter is to identify the warning I am under obligation to provide and then give you a brief explanation of how this warning can be demonstrated to be valid. Hopefully, the overview of these issues will prompt you to go to the July 18, 2020 website, where the defense of each of these issues is presented in a thorough fashion. So, the second paragraph, also dieser zweite Paragraph sagt ungefähr, Future for America recognize how difficult it is for anybody to accept their claim. Also in diesem zweiten Paragraph sagt Future for America, wie schwierig es ist eigentlich, dass irgendjemand ihre Warnung annehmen könnte. The reason why it's difficult for people to accept it, und der Grund, warum es für Leute schwierig sein wird, es anzunehmen or to even understand, oder es überhaupt zu verstehen, multiple lines of evidence, or what we might call line upon line, or layer upon layer, to develop these conclusions that they've come to. Ist, weil sie mehrere Linien, also Linie auf Linie nennen wir das, benutzen müssen, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. So, what they intend to do in this letter, was sie versuchen in diesem Brief zu tun, is to give a brief overview of how they've come to these conclusions. Ist einen kurzen Überblick zu geben über diese Ereignisse. And if after reading this, a person is inclined to believe what they teach, und wenn man dann wenn man das liest und dann vielleicht dazu geneigt ist, das zu glauben, dann werden sie eingeladen, zu einer Webseite zu gehen, die sie kreiert haben, where they will go through each one of these arguments and defend them. Wo sie durch wo sie durch diese Argumente hindurchgehen und besprechen und erklären. Sufficiently everything that they claim in this introductory thought, this letter that they're sending out. Also in diesem Einführungsbrief haben sie nicht alles ausreichend erklären können. The subjects all have a relation to biblical prophecy, and all the subjects are interconnected. One subject is the United States of America, which prophetically is the sixth kingdom of Bible prophecy, and the kingdom that succeeds, the seventh kingdom of Bible prophecy, which is the United Nations.
As the United States ends its history as the sixth kingdom of the world transcends into the seventh kingdom of the United Nations, Bible prophecy specifies that Donald Trump is the final president of the United States. So all they're doing here is referring to Revelation 17. Also was sie hier alles tun, ist, dass sie sich auf Offenbarung 17 beziehen. Go to Revelation 17. Wenn man zur Offenbarung 17 geht, this is just a small pictorial representation of that. Da gibt es hier nur ein kleines Bild von Offenbarung 17 hier. In Revelation 17, I'm sure we're all aware. In Offenbarung 17, ich denke, dass wir alle damit vertraut sind, dass wir dort ein Tier haben mit 7 Köpfen. Revelation 17 is important for us to understand. Offenbarung 17 ist wichtig, dass wir das verstehen, Because it forms part of a series of prophecies. denn hier haben wir eine ganze Anzahl von Beginning in Prophezeiungen. chapter 12, Es fängt nämlich an in moving Offenbarung into chapter 12 13, und dann haben wir so eine ganze and then Serie concluding von in chapter Prophezeiungen, 17. die in 13 weitergeht und dann in Offenbarung In fact, 17 zu Ende geht. Those 3 chapters are identified on the 1843 chart. Diese 3 Kapitel sind auch auf der 1843-Karte vertreten. You see a central column in the chart. Also hier sieht man so einen zentralen To the Zeitstrahl left auf of dieser that Karte. column is the book of Daniel, and to the right is the book of Revelation. Zu der linken Seite haben wir das Buch Daniel und auf der To the rechten left. Seite haben wir das Buch Offenbarung. Da esquerda nós vemos o livro de Daniel e do lado direito o livro de Apocalipse. And the imagery that you see here, here, and here E as imagens Und das Bild, was man hier und are hier the sieht, stories of Revelation 12, Revelation 13, and Revelation 17. sind die Geschichten von Offenbarung 12, 13 You und see a 17. similar representation here, but it's not as clean or straightforward as it is in this storyline. Man sieht auch eine ähnliche Aufstellung hier auf dieser Karte, aber es ist nicht genauso deutlich wie auf der So all they're 1843er Karte. identifying Also wir is zeigen that in alle, Revelation 17 there is the beast. dass in Offenbarung 17 dieses Tier da ist. That beast has 7 heads. Und dieses Tier hat 7 It's the same beast that's brought to view in Revelation Köpfe. 13 and Revelation 12. und dies ist das gleiche Tier, was wir in Offenbarung 13 und 12 Revelation haben. 12 it's identified as a great red dragon. In Offenbarung 12 sehen wir es als einen großen roten Drachen. vermelha. In Revelation 13 it's identified as a beast that's like a leopard. Em Apocalipse In Offenbarung 13 ist es dieses Tier, das wie ein And in Leopard 17 ist. it's identified as a scarlet colored beast. Und in Offenbarung 17 ist es wie ein scharlachrotes Tier. uma besta de cor de escarlata. But that animal in all 3 chapters Aber dieses Tier in all diesen is the same animal. Kapiteln ist das It's just gleiche represented or Tier. symbolized in different ways. Es ist einfach nur in unterschiedlichen Formen And what they're identifying in this paragraph, gezeigt worden. Und was sie hier in diesen Paragraphen when you go to the aufzeigen, last 2 heads, ist, dass wenn man zu den letzten 2 Köpfen geht, they speak about the 6th and 7th kingdoms. da sprechen sie über das Those 6. numbers und das 6 and 7. 7 Königreich. 6 e 7 are referring to the 6th and 7th head of that beast. se referem Dass das 6. und 7. Königreich oder Kopf dieses So just in Tieres case ist. we're not all familiar with that, if you turn to Revelation 17, Então, caso a gente não esteja tão Also wenn man sich jetzt auf Offenbarung 17 bezieht, in Revelation 17, e em Apocalipse 17, verse 3, Oh. verso Offenbarung 17, Vers 3. 17, 3. Apocalipse Offenbarung 17, Vers 3. So he carried me away in the spirit into Bitte the lest es selber wilderness, and I nach. saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. levou-me em espírito Also er trug mich im Geiste in die Wüste und dort ist eine Frau auf einem scharlachroten Tier de blasfêmia. und dieses Tier hat, oder die Frau hat den Namen So Blasphemie. this beast with 7 heads, Also dieses Tier mit den 7 Köpfen, brought to view in Revelation 17, welches wir in Offenbarung 17 sehen, is the same beast
in Revelation 13, verse 1. Ist das gleiche Tier wie in Offenbarung 13, Vers 1. 13:1 it speaks about a beast rising up out of the sea, again having 7 heads and 10 horns. In Offenbarung 13, Vers 1 sehen wir wieder ein Tier, das aus dem Meer kommt mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. And if you drop back to Revelation 12, verse 3, und wenn man dann zur Offenbarung 12, Vers 3 geht, that same animal is identified as a great red dragon. Da haben wir dieses gleiche Tier, was ein großer roter Drache ist, again having 7 heads and 10 horns. Der wieder 7 Köpfe und 10 Hörner And hat. all they state in this open letter as a fact Und in diesem Brief sagen sie als Fakt, dass dieser 6. Kopf die Vereinigten Staaten ist und der 7. Kopf die Vereinigten Nationen ist. Ohne es zu belegen, es ist schon allein in diesem einführenden Gedanken, dass FFA und wir uns trennen. Wenn man einen öffentlichen Brief an die Öffentlichkeit sendet, oder sogar die Adventisten, und man ein Königreich wie die Vereinigten Nationen markiert, dann weiß man jeder weiß dann, auf wen man sich bezieht. Und wir glauben nicht, dass der 7. Kopf der biblischen Prophetie, der 7. Kopf dieses Tieres nicht die Vereinigten Nationen ist, in der Form, wie sie heute existiert. Welches nämlich die Erklärung ist, die FFA in diesem Brief gibt. Also das ist der erste Punkt, wo wir miteinander nicht übereinstimmen. Das Modell, was sie haben, dass die Vereinigten Nationen, dass das 7. Tier, der 7. Kopf des Tieres ist, glauben wir nicht. Wir denken, das ist inkorrekt. Es kommt darauf an, wie die Studien diese Woche gehen, dass wir vielleicht diese Dinge adressieren werden. Wenn wir das hier nicht tun können, da haben wir es bei diesen Camp-Meetings in Afrika vor kurzem adressiert. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viele von diesen eigentlich in Portugiesisch übersetzt werden. Wissen wir? So, not all of them have been translated, but there is a plan to translate all of them. There aren't that many. Also, viele sind noch nicht übersetzt, aber der Plan ist, dass viele in Portugiesisch übersetzt werden. It's probably around 30 to 40, that kind of number. Es ist wahrscheinlich 30 bis 40 Vorträge. So it's at this first juncture that we disagree with the conclusions that Future for America are coming to. Also es ist hier an dieser Wegzweigung, wo wir mit den Aussagen von FFA nicht übereinstimmen. Und sie adressieren einen weiteren Punkt, dass Donald Trump der letzte Präsident wäre in der biblischen Prophezeiung. President Trump has been typified by many biblical leaders and is clearly marked in God's word. His presidency and his struggle with the Democratic Party is also a subject of prophecy and provides the backdrop for another subject that is marked prophetically. That subject is that there is to be another civil war in the United States. This reality is fairly easy to recognize for as citizens of the United States. The intensity of division that has taken place among liberal and conservative Americans this day and age is manifested in the news on a daily basis. So they continue this thought with President Donald Trump. Also sie führen diesen
Gedanken weiter mit Donald Trump. Und sie sagen aus, dass er in vielen biblischen Geschichten wiedergefunden werden kann. Und es handelt hier um diesen Kampf, den er mit der Demokratischen Partei hat. Und dass dies ein Thema der biblischen Prophetie ist. Und dieser Kampf ist that comes to bear upon the prophecy of July 18. Ist ein weiteres Thema, was Einfluss auf diese Prophezeiung von dem 18. Juli 2020 hat. And that subject is that that they predict that there will be civil war in the United States. Und dieses Thema ist, dass sie voraussagen, dass es nochmal einen Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten gibt. They say that it's easy to recognize this because you can already see a division occurring in American society. Und sie sagen, dies ist einfach zu sehen, denn man kann bereits schon eine Trennung, Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft sehen oder Bevölkerung. Und diese Spaltung basiert auf den konservativen oder liberalen Überzeugungen der Leute. Also sie sagen vorher, dass es da Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten geben wird. Und dann gehen sie weiter. With these dynamics identified in God's word, we also find that Islam is a specific and well-documented subject of Bible prophecy. Islam's role is to bring all men on planet Earth together in order to combat Islam. Islam is the issue that pushes the world into a one-world government as the world attempts to address the escalating warfare brought by the Islamic religion. That war, which is the Third World War, begins in earnest when Islam strikes the United States with an atomic weapon on July 18, 2020. In order to uphold a date such as this, it is necessary to consider and apply biblical chronology. Islam and biblical chronology are subjects, along with the United Nations, the United States, and Donald Trump, that must be understood to recognize the validity of this warning. Of the many prophetic lines that address Donald Trump, there is one other that must be considered as well, and that is the line of Russia and its current leader, Vladimir Putin. The book of Daniel identifies a specific struggle for control of the world that takes place between Russia, Putin, and the United States, Trump. Another world power player that Bible prophecy addresses in the struggle is portrayed prophetically as working behind the scenes, and that power player is the Roman Catholic Church. So this is quite a complex paragraph. Also dies ist ein ziemlich komplexer Paragraph. Hier erwähnen sie eine Anzahl von Geschichten, die alle zusammenhängen. Die erste ist, dass sie das Thema des Islam hier angeben. Und zusammen mit der Geschichte des Islams sprechen sie über das, was sie prophetische Chronologie nennen. They say that everybody will come together in order to combat or resist or fight against Islam. Sie sagen, alle werden zusammenkommen, um gegen den Islam zu kämpfen. So it says that all men, I presume that they mean all nations on planet Earth, will all come together to fight against Islam. Sie sagen, dass alle Männer, was ich annehme, dass die Nationen damit meinen, dass sie zusammenkommen werden, um gegen den Islam zu kämpfen. Brings all the world into a one world government situation in order to address Islam. Und sie sagen, dass diese Situation, dass alle zusammenkommen und gegen Islam kämpfen, dass sie hier eine Weltregierung sozusagen kreieren. Und dass dieser Krieg mit dem Islam, wo alles so zusammenkommt, dass dies der dritte Weltkrieg ist. Third World War begins this year on July 18th, and they use the word in earnest. Und
in diesem Jahr Sie sagen aus, dass in diesem Jahr, am 18. Juni, dieser dritte Weltkrieg anfängt. Und sie benutzen hier das Wort in earnest und sozusagen earnest bedeutet, glaube ich, um das alles zu beweisen, muss jemand mit der biblischen Chronologie vertraut sein. Mit dem Islam, die Vereinigten Staaten, Vereinigten Nationen, Donald Trump. Diese 5 Themen. Earnest bedeutet sozusagen Pfand. Also man muss diese ganzen 5 Themen verstehen, um diese Warnungsbotschaft, die man hat, die Wichtigkeit davon zu sehen. Dann gibt es da eins weiteres. Und das ist die Geschichte über diesen Feind der Vereinigten Staaten. Russland. Also sie vergleichen Russland mit den Vereinigten Staaten und Putin mit Trump. Also hier werden 6 Geschichten aufgezeichnet. Und dann wird hier in eine 7. gegeben. Und einen weiteren Spieler, den wir hier in diesem ganzen Kampf sehen, in der Prophezeiung, ist die römische katholische Kirche. Also haben sie hier diese 7 Themen angebracht. Gucken, ob wir sie hier aufbringen können. Islam, Chronologie, die Vereinigten Nationen, die Vereinigten Staaten, Trump, Russland und Putin und dann die römische katholische Kirche. Und all diese Dinge müssen verstanden werden, um dieses Studium vom 18. Juli über den 18. Juli anzunehmen. Also es gibt so viele Gründe, warum wir mit diesen Dingen, die in diesem Paragraphen angegeben werden, nicht übereinstimmen. Sie sagen, dass die ganze Welt zusammenkommen wird, um den Islam gegen ihn anzugehen und gegen ihn zu kämpfen. Also auf diesem Punkt stimmen wir nicht überein. Wir haben keine Beweise, dass das so sein wird. Der Grund, warum Future for America zu dieser Position des Glaubens kam, basiert auf einem oberflächlichen Verständnis einer Prophezeiung über den Islam, der im 1. Mose gegeben wird, wo es heißt, jede Hand wird gegen den Islam sozusagen kämpfen. Wir glauben, dass das hier einfach zu einfach ist, zu oberflächlich voneinander. Und was es nicht adressiert, ist the well-documented proxy wars that are being currently fought in the Middle East. Was es hier nicht aufzeigt, sind, dass diese Stellvertreterkriege, die momentan im Mittleren Osten zustande oder vonstatten gehen, die sehr gut dokumentiert sind. Und dass es da auch Themen von der Vergangenheit in der Prophezie aufgezeigt werden können. Als ein Beispiel, wenn man zur Offenbarung, Kapitel 9 geht,
Und es spricht da über die erste und die zweite Wehe, die 5. und 6. Posaune der biblischen Prophezeiung. We understand the prophecy that was given by Josiah Litch that connects to August the 11th, 1840. Wir verstehen die ganzen Prophezeiungen von Litch, die den 11. August 1840 damit verbinden. And in that story, und dieser Geschichte sehen wir 4 europäische Mächte, die zusammenkommen mit Ägypten, einer islamischen Nation. And on the surface, it seems as though there's this unified response that addresses the subject of Islam. Und in diesem oberflächlichen Verständnis, da sehen wir, sieht man es so aus, dass es da über den Islam geht. Und das ist einfach nur ein oberflächliches Lesen dieser Geschichte. Nämlich, was wir dazu neigen, nicht zu beachten, ist, dass dieser ganze Kampf dadurch entstanden ist, dass 2 islamische Staaten gegeneinander gekämpft haben, um die Kontrolle zu bekommen. Also sehen wir, dass diese 4 europäischen Mächte eigentlich den Islam unterstützen auf einer Ebene. Aber auf einer anderen Ebene kämpfen sie gegen den Islam an. Islam is not some homogenized entity. It's not a singular entity. Denn der Islam ist nicht nur einfach eine einzelne Einheit. Also what we tend to neglect, auch was wir dazu neigen zu vernachlässigen, ist die Rolle von Frankreich in dieser Zeit und wie es den Islam in diesem Kampf unterstützt hat. Also wir stimmen nicht überein, dass der ganze Planet zusammenkommen wird, um gegen den Islam zu kämpfen. Dann sprechen sie über biblische Chronologie. Und das ist schon fast peinlich, jetzt darüber zu sprechen. Denn hier, um die Chronologie der Prophezeiung zu verstehen oder damit umzugehen, ist hier nämlich eigentlich Fanatismus. Wir sollten hier vielleicht die Zeit nehmen. Wir haben nicht genug Zeit, um zu zeigen, was sie genau machen. Aber sie entwickeln Daten am Ende der Welt, basierend auf einem komplizierten Verständnis von, was sie Chronologie nennen. Sie nehmen mehrere Kalender und sie gehen vom einen zum nächsten mit ohne viele Beweisführung, ohne gute Methode. It all seems to be based upon observational studies. Es scheint ja alles basiert zu sein auf Beobachtungen. And they develop waymarks. Und sie entwickeln Wegmarken, wo sie Wichtigkeiten geben. Das ist, woher sie den 18. Juli bekommen, der wichtig für sie ist. Also wir stimmen nicht mit überein, wie sie die Rolle des Islams aufzeigen. Wir stimmen nicht mit ihrer Benutzung der biblischen Chronologie überein, ihrer Art der biblischen Chronologie. Also wir würden das Numerologie nennen.
is wrong. Und wir würden auch sagen, dass ihr Verständnis über die Rolle der Vereinigten Nationen am Ende der Welt falsch wäre. Die Vereinigten Nationen, wie es momentan existiert, is as their title portrays it to be. Ist so, wie der Titel es sagt. Nations that are united together. Nationen, die vereint sind. Voluntary partners. Die Partner, volontäre Partner The reason why sind. this is so important, Und der Grund, warum das so wichtig ist, we read earlier wir haben bereits vorher schon about gelesen, the fight or the struggle in the United States über diesen Kampf innerhalb der Vereinigten Staaten between the Republican and Democratic Party. zwischen der Republikanischen und Demokratischen Partei. The reason why that is significant, Der Grund, warum das wichtig ist, because during the presidency of Barack Obama, ist, weil zwischen der oder während der Präsidentschaft von Obama, his presidency, während dieser 8 Jahre seiner Präsidentenschaft, he actually tried to place the United Nations da hat er versucht, die Vereinigten Nationen in what he would consider its rightful place. dahin zu platzieren, wo er denkt, dass es The way richtig we would wäre. describe it, Wie wir es beschreiben würden, it would be a multilateral union. wäre es eine multilaterale And he Union. attempted and in many ways succeeded Und er hat das versucht und in vieler Hinsicht auch hinbekommen, removing the United States from its premier position dass er dass die USA von seiner primären Position few years ago, heruntergeholt in hat. 2015-16, Also in ein paar Jahren, Jahre 2015, 16, when you heard the battle cry that was coming from the Republican Party, particularly Donald Trump, wenn man den Schlachtruf der Republikaner vor allem von Donald Trump gehört hat, when he spoke about making America great, wenn er darüber gesprochen hat, dass Amerika wieder groß wird, what he was in fact referring to worauf er sich darauf bezogen was hat, not just to make America economically prosperous again, war nicht unbedingt nur, dass Amerika wieder because wirtschaftlich that work had already gut been wird, successfully undertaken by Barack Obama. denn dies geschah bereits schon unter Barack Obama. It had been done quietly without fanfare. Es wurde ruhig gemacht, ohne da groß No, what Donald Trump was das an die Fahne referring zu to, hängen. Worauf Trump sich he bezogen hat, wanted to make America great, wo Amerika wieder he groß was gemacht werden referring sollte, back to a history da hat er sich auf eine Geschichte zurückbezogen, I think the number is correct, to something that occurred between 25 to 27 years back in history. ich glaube, die Zahl korrekt ist, sind ungefähr 25 bis 27 Jahre zurück. Darauf bezieht er sich. 1989, 1989, 1991 history, 1991, diese Geschichte, when the United States had defeated the Soviet Union wo die Vereinigten Staaten die Sowjetunion besiegt hatten that a new era had dawned upon the world, und behauptet hatten, dass nun eine neue Ära in der Welt which they called the angefangen New World hatte, Order. welche sie die neue Weltordnung nannten. You can go onto YouTube and you can watch that speech. Man kann auf YouTube gehen und die Ansprache von Präsident Bush anschauen. Now, like many Adventist conspirators, Wie viele Konspiratoren also adventistische Konspiratoren, this Verschwörungstheoretiker, movement believed that that speech was referring to the UN. der glaubt auch diese Bewegung, dass diese Ansprache sich auf die UN Future for bezog. America have not changed their position since then. Und FFA hat seit dann ihre Position nicht beendet. Saw Nicht that that geändert. speech
Und die Adventisten haben gesehen, dass diese Aussage das beweisen würde, dass dieser 7. Kopf die UN sein würde. Und was dieser Ruf zum Krieg eigentlich war, war eine öffentliche Stellungnahme, dass nachdem man seinen Erzfeind, die Sowjetunion Russland, besiegt hatte, that there was now nothing to prevent the United States from creating a new world order. Dass da nichts mehr im Weg stehen würde, im Weg der USA stehen würde, eine neue Weltregierung zu kreieren, und dass diese neue Weltregierung wäre, dass die USA die einzigste Supermacht in der Welt sein würde. And everyone would be subservient to the United States. Und jeder müsste sich der USA unterlegen oder demütigen. Und diese Strategie ging ziemlich gut, bis 2 Probleme aufkamen. Eine davon war Russland, wenn ich es folgend sagen kann. Es war die Wiederaufstehung von Russland, dem König des Südens. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Wladimir Putin die Macht gewinnt und dass er ihre Pläne durchkreuzen würde. Und sie haben auch nicht dran gedacht, also Barack Obama. I think we don't realize how severe a blow it struck to that Republican mission. Ich glaube, wir sind uns nicht ganz bewusst, wie sehr Obama der republikanischen Vision zugesetzt hat. In 8 Jahren hat er so erfolgreich ihr ganzes Projekt zerstört. I think people don't realize what a force for good his presidency actually was. Und ich glaube, Leute erkennen gar nicht, wie gut seine Präsidentschaft eigentlich war. Putting a check or a hold upon these plans that the Republican Party had put into place. Er hat diese republikanischen Pläne zum Halten gebracht, sozusagen. Hat sie aufgehalten. Also wenn Donald Trump sagt, dass er Amerika wieder groß machen möchte, worauf er sich bezieht, natürlich auch noch andere Punkte, er möchte einfach vor allem den Schaden, den Obama getätigt hat, also durch die Demokratische Partei, wieder reparieren. Er möchte, dass Amerika wieder ihre göttliche Rolle in der Geschichte, in der Prophetie einnimmt. Wir verstehen das als das herrliche Land. Das war seine Mission. So, what he desired to do, also was er sich wünschte oder was er tun wollte, was to dismantle or break or to weaken the United Nations. Er wollte die Vereinigten Nationen schwächen. We then go on to the subject of the struggle between the United States and Russia. Dann geht es weiter zu diesem Kampf zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. And once again, und wiederum, während wir eventuell oberflächlich mit übereinstimmen würden,
that there's a struggle between the United States and Russia. Dass es da einen Kampf zwischen den Vereinigten Staaten und Russland gibt. We disagree with Future for America on the details of that struggle, that Dann fight. tun wir dennoch mit Future for America nicht mit den Details über diesen Kampf übereinstimmen. And then the last point they bring Und in up dem letzten Punkt, den sie aufbringen, is they call it that power player, the Roman Catholic Church. da nennen sie hier diesen Machtspieler die katholische Kirche. So once again, we disagree with their understanding of the prophetic role of the papacy at the end of the world. Wiederum tun wir nicht damit übereinstimmen, wie sie das Verständnis haben, was die Rolle des Papsttums am Ende der Welt ist. Es ist klar oder deutlich, believe in some kind of conspiracy between the papacy and the United dass States. die Future for America in irgendeine Verschwörung glaubt, die zwischen dem Papsttum und den Vereinigten Staaten herrscht. That there's some kind of secret alliance between Dass es them. da eine geheime Allianz zwischen den beiden gibt. Once again, this is based upon a superficial reading Und wiederum, basiert alles auf einem of oberflächlichen Revelation Lesen 16 von Offenbarung 16 and Ellen White's comment und das of the threefold union at the end of the world. Kommentar von Ellen White von dieser dreifachen Union am Ende der Welt. Spiritualism, Die Spiritismus, Catholicism, Katholizismus and apostate und der Protestantism. abgefallene Protestantismus. And when these three entities join Und wenn together, diese drei Einheiten zusammenkommen, we see some kind of conspiracy sehen wir eine gewisse Verschwörung, that the United States, the United Nations, and the papacy join forces together to fight against Islam. dass die USA, die Vereinigten Nationen und die katholische Kirche sich vereinen werden, um gegen den Islam zu kämpfen. The warning message that we are identifying speaks Jetzt to the liest er political wieder aus struggle diesem between Brief vor. Russia, the United States, the United Nations. But it also addresses the religious power struggle between Islam, Catholicism, Protestantism, and the backslidden Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist Church was given prophetic light, which they have chosen to hide under a bushel rather than fulfill their responsibility. That responsibility included giving this very warning message. But it is from the writings of the prophetess they claim to believe and accept that Nashville is marked as being destroyed by a ball of fire, and her description easily fits the description of a nuclear weapon. Nashville was not the only city their prophetess identified would be struck by catastrophe. Over 100 years ago, she spoke of the time when the great buildings of New York City would be destroyed. She identified, among other things, that when this occurred, the fire engines would not be able to put out the fires. So this paragraph, Also dieser Paragraph jetzt, remember their target audience, erinnert euch daran, ihre Audienz, die sie erreichen möchten, ihre Zuhörer, die sie erreichen möchten, is the world. ist die Welt. So they're going to identify Ellen White Also sie zeigen Ellen White jetzt auf in these terms. in den folgenden Their Begriffen. prophetess. Ihre Prophetin. And when it says their prophetess, it means the prophetess of the Seventh-day Adventist Und wenn Church. es heißt jetzt ihre Prophetin, dann meinen sie damit die Prophetin der 7-Tags-Adventisten. So they speak third person. Also sie sprechen hier in der dritten Person. Ellen White is their prophet, not our prophet. Also Ellen White ist jetzt ihr Prophet, nicht Because they want to make the unser point Prophet that sozusagen this in is ihrer what Sicht. Seventh-day Adventists are supposed to believe. Die sagen das jetzt nämlich in dieser Art und Weise, weil sie aussagen möchte, dass die Adventisten das eigentlich so glauben sollten. So there's a warning Also es message gibt eine Warnungsbotschaft, that speaks about a political struggle welche über den politischen Kampf spricht between three powers that they bring to view. zwischen drei Mächten, die hier aufkommen. Russia, Russland, die USA, USA and the United und die Nations. Vereinigten Nationen. We agree that there is political struggle between those three Und wir powers. stimmen damit überein, dass es da politische Kampf zwischen diesen Mächten gibt.
Aber hier handelt es auch über einen religiösen Machtkampf zwischen dem Islam, dem Katholizismus und dem abgefallenen Protestantismus. Und hier führen sie auch die Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde ein. Und ich würde vorschlagen, dass wir damit nicht übereinstimmen, dass es da einen religiösen Machtkampf gibt, welche die Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde beinhaltet. Sie sagen, dass den Siebenten-Tags-Adventisten großes Licht gegeben wurde, prophetisches Licht, und dass sie gewählt haben, dieses Licht zu verbergen und dieses Werk, was wir tun sollen, nicht tun. Dann gehen sie weiter, um zu sagen, Teil dieser Verantwortung, die die Siebenten-Tags-Adventisten hatten, was für sie auch beinhaltet, diese Warnung über Nashville, das sagen sie aus, dass wir den Geist der Weissagung gelesen hätten sollen. Wir hätten diese Prophezeiung erkennen sollen, dass Nashville zerstört wird. Wir sollten verstehen, dass es ein Atomangriff ist, und die Siebenten-Tags-Adventisten hätte die Gemeinde warnen sollen. Aber weil sie das nicht getan haben, tut nun jetzt Future for America diese Arbeit. And this is where you begin to see an interesting narrative that develops. Und hier sieht man jetzt eine interessante Abfolge, die hier aufkommt. Denn was sie hier jetzt tun ist, ob sie es realisieren oder nicht, and what I mean by that statement will become clearer as we go on in our studies. Es wird noch deutlicher, während wir weiter studieren. Was sie sagen, is that not only did Ellen White speak about a nuclear attack upon the city of Nashville, dass Ellen White nicht nur auf einen Atomangriff auf Nashville gesprochen hat, she also spoke about the destruction of 2 buildings in New York. Sondern sie sprach auch über die Zerstörung von 2 Gebäuden in New York. Obviously, they're speaking about 9/11. Also natürlich spricht sie über den 11. September. They quote, sie zitieren hier the great buildings of New York City. Die großartigen Gebäude von der Stadt New York. So what they're going to do, also was sie nun tun werden, is they're going to use their understanding of the spirit of prophecy, ist, dass sie jetzt nun ihr Verständnis der Geistesweissagung, den Geist der Weissagung nehmen, über einen Traum, den Ellen White hatte, wo sie sah, wie Gebäude in New York zerstört wurden. They claim that vision or that dream was fulfilled at 9/11. Und sie sagen, dass dieser Traum, diese Vision am 11. September erfüllt war. So 9/11 was a fulfillment of the Ellen White quote. Also sagen sie, dass dieser 11. September die Erfüllung von diesen Zitaten war, welche man im 9. Band der Zeugnisse findet. And Life Sketches 411. Und in Life Sketches Seite 411 alle Angaben im Englischen. 411. Which is also found in the Review and Herald. Welches man auch in Review and Herald findet. 6, 1905. 6. Juli 1905. So they take those statements in those documents. Also sie nehmen die Aussagen in diesen Dokumenten and they see a fulfillment of them at 9/11. Und sie sehen eine Erfüllung von diesen am 11. September. Und sie sagen, dass die Adventisten did not do their duty ihren Job nicht getan haben, in warning the world of 9/11, indem sie die Welt über den 11. September gewarnt haben and
they're also not doing their duty. Und sie tun jetzt auch nicht ihr Werk. When it comes to the warning about Nashville. Über diese Warnung jetzt über Nashville. So they say this, I'll read it in the English. Also sie sagen das Folgendes und ich lese das jetzt im The Englischen. responsibility that was on the Seventh-day Adventist Church. Die Verantwortung, die die Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde hatte, Besides speaking about that political struggle and the religious struggle, dass sie über die politische und die religiösen Machtkampf they were sprechen, to give one more warning. sollten sie dennoch eine weitere Warnung geben. They should have got from Ellen White's Und writings, diese Warnung hätten sie von Ellen White bekommen sollen, because they claim to believe her denn writings. sie behaupten, dass sie ihre Schriften glauben. And Ellen White's writings say that that Nashville will be destroyed by a ball of fire. Und Ellen White Schriften sagen, dass Nashville durch Feuerbälle And zerstört that ball wird. of fire, Und dieser Feuerball, they sagen say, sie, is an exact or easy description of a nuclear attack. ist eine einfache oder sehr gute Beschreibung von einem Atomangriff. They Sie say sagen, that was not the only city that Ellen White identified as being struck. ist, dass Ellen White aufgezeigt hat, dass es Nashville nicht nur die einzigste Stadt wäre, die The other one also was New York. die angegriffen werden würde. So what they're going to do Die andere Stadt wäre New York. is use a compare and contrast technique. Also was ich hier jetzt tun, ist, dass sie eine Technik And they're gonna vergleichen, say, gegenüberstellen benutzen. The quote from Testimonies of the Church Volume Sie 9 sagen jetzt dieses Zitat vom 9. Band der Zeugnisse, which identified welches 9/11, den 11. September aufgezeigt hat. if that was true, Und sie sagen jetzt, wenn dieses And they say Zitat it was. wahr war und sie sagen, es war so, they know it was because it happened. und sie sagen, ja, sie wissen, dass es war, weil es passiert If ist, that came to pass, und sagen, okay, wenn das jetzt passiert ist, Then dann we have the evidence hätten wir die that the Beweise, Nashville catastrophe will also come to dass pass. die Katastrophe über Nashville auch passieren wird. So that's the logic that they're going Und to das use. ist die Logik, die sie jetzt nun benutzen They werden. say that we have proof that Nashville will be destroyed because we saw that New York was Sie destroyed. sagen jetzt, Nashville wird zerstört, weil wir gesehen haben, wie auch New York And attackiert at wurde und least zerstört wurde. on So one noch. thing we can agree. Und Nós concordamos. The Future for America are using a consistent auf einer Seite methodology können wir zumindest übereinstimmen, dass FFA eine as beständige they consider Methode New benutzen, York and während sie Nashville. New York und auch Nashville betrachten. We'll discuss that in detail as we go through our studies. Nós vamos falar Wir werden da weiter noch im Detail darüber sprechen, wenn wir weiter studieren. The warning we are providing consists of religious and political elements that require some deep considerations. With this in mind, we have created a website where we make a biblical defense for all these seemingly absurd claims, that those who wish to take warning might do so. It's certainly my hope that you will avail yourself of the information we are offering before it is too late. But whether you hear or not, this letter is being sent in order that I might fulfill my responsibility as a watchman. For not to do so would mean that the blood of all those that perish in the coming nuclear strike would be required at my soul. So, as I said, I don't think that this document has actually been released. It may never be released, I don't know. Então, como eu Also dieses Dokument, ich weiß nicht, ob es jemals veröffentlicht würde oder ja, não sei, Maybe it would be rewritten. vielleicht wird es ja wieder neu geschrieben. escrito de novo. But it does give an insight into the thinking of Future for Aber es gibt America. uns Einsicht, wie Future for America denkt. Pensamentos do FFA. So, there's this warning Also- of both the religious and the political nature. Also da gibt es eine Warnung von politischer und religiöser Natur. They're saying that people need to think seriously about these warnings Und wir müssen ernsthaft über diese Warnungen nachdenken, Em relação a esses avisos. in order to help um people Menschen zu helfen, Ajudar as pessoas
tun sie eine spezielle Webseite kreieren, wo sie ihre Argumente systematisch irgendwie aufbauen. Sie stimmen damit überein, dass diese Aussagen absurd erscheinen. Und ich denke, wir stimmen damit überein, dass das sehr absurde Aussagen sind. Aber sie sagen, dass der Individuelle entscheiden muss, diese Dinge anschauen muss und entscheiden muss. Also sagen sie, wir haben euch die Warnung gesandt und deswegen, wenn du stirbst, wird nun dein Blut an deinen Händen sein. Das heißt, sie haben ihre Arbeit getan. Also sie glauben, dass am 18. Juli, wenn die Atombombe kommt, Menschen sterben werden. Dann tun sie Ezekiel 16 bis 17, Ezekiel 3, Verse 16 bis 17 zitieren, und das ist ein sehr bekannter Abschnitt. Und da geht es darum, dass Ezekiel ein Wächter über das Haus Israel ist. Ich denke, wir sollten einige dieser Dinge lesen. Ezekiel 3, Vers 16, 17 bis 21. Bitte lest es daheim selber nach. Es geht darum, die Passage, dass Ezekiel eine Warnung geben soll, und wenn er sie nicht gibt, dann würde das Blut an seinen eigenen Händen sein. But thou hast delivered thy soul. Again, when a righteous man doth turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die. Because thou hast not given him warning, he shall die in his sin, and his righteousness, which he hath done, shall not be remembered. For his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou wilt warn the righteous man, that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned. Also thou hast delivered thy soul. Então, Ezequiel 3, 17 e 21. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Now, of course, when you read this passage, nun, wenn man diesen Abschnitt liest, you can see how heavily altered this passage has been changed by Future for America. Dann sieht man, wie dieser Abschnitt von Future for America verändert wurde. Ein Grund dafür ist, dass hier darum geht, dass diese Botschaft speziell in das Haus Gottes gegeben wird. Und diese Warnungsbotschaft basiert auf der Sünde von dem Volke Gottes. Und diese Warnung, die ihnen gegeben wird,
is concerning the imminent destruction by Babylon. Ist, weil die Zerstörung von Babylon sehr nahe ist. Already, their kings have been taken captive. Ihre Könige wurden bereits schon gefangen genommen. And the destruction of their city is about to happen. Und die Zerstörung der Stadt steht kurz bevor. Und sie haben diese Geschichte genommen. A people that have already had warning after warning. Und dieses Volk hatte eine Warnung nach der anderen und sie sind bereits schon Gefangenen zu Babylon. Und jetzt ist Babylon dabei, ihre Nation zu zerstören. So they're going to take that story and they're going to change it significantly. Also sie nehmen jetzt diese Geschichte und tun sie verdrehen. Jetzt ist nicht mehr Babylon, sondern es ist jetzt Islam. Es ist nicht mehr Babylon, es ist Islam. Has not already had open interaction with their group who are going to punish them. Und die Welt hatte diese Zerstörung ist dabei zu passieren und sie ist sehr überraschend. Und es ist das gar nicht so, in seinem Ursprung ist es gar nicht so beschrieben. Also was wir hier verstehen sollten, dass Future America sehr signifikant diesen Abschnitt verändert hat, wie sie es heute aussagen. Und der Grund, warum das so wichtig wird, denn eine dieser Argumente, die wir heute haben, zwischen ihnen und uns, ist, dass wir Gottes Volk nicht mehr folgen würden. Dass wir Informationen einfach kreieren, dass wir nicht mehr einem einfachen Lesen folgen würden. Ich möchte hier einfach nur aufzeigen, dass diese Beschuldigung, die sie uns anbringen, welche basierend auf Ezekiel 3, ist, dass sie diese Aussage nehmen und sie komplett ausdehnen in ein komplett anderes Szenario. Und mit den folgenden Worten tun sie den Brief so abschließen. This passage is not being inserted to infer that Future for America, or Elder Jeff, is a prophet. He's not. Dieser Abschnitt ist nicht, um aufzuzeigen, dass ältester Jeff ein Prophet ist. Er ist es nicht. This passage, though, is applicable to any Bible believer, and it is included so that you might understand why I've inserted myself into your life this day. Aber dieser Abschnitt wurde gegeben für diejenigen, die an die Bibel glauben. Und deswegen ist es, weil ich heute euch das sozusagen sage. Und vielleicht ist dieser letzte Paragraph der gefährlichste und giftigste von dem ganzen Brief. Es ist der eine Paragraph, mit dem wir am meisten Probleme haben sollten. Und der Grund dafür, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist, weil sie sagen, sie werden von Ezekiel 3 zitieren, weil es für jeden Bibelgläubigen gültig ist. Also was sie sagen, dass die einzigsten Leute, die in Nashville geholfen werden können, sind wer? Sind Christen. Wenn du eine andere Religion hast, wenn du keine Religion hast, dann wird dieser Brief dir nicht helfen.
Wenn du nicht in diesen christlichen Gott glaubst, dann bist du schon sozusagen bereits zerstört. Du hast keine Hoffnung. Das ist dieses prophetische Modell, das Future for America hat. If you see the situation that is already developed and continues to ripen in the United States, wenn ihr diese Situation seht und wie sie in der USA heranreift, it's a struggle between a right-wing evangelical Christian philosophy, dann ist es ein Kampf zwischen einer Philosophie der rechten Evangelikalen Also wenn ihr betrachtet, was in Amerika passiert, da gibt es einen Machtkampf zwischen den Christen und alle anderen. Und diese Christen sind Leute mit einer speziellen Perspektive. Sie sind rechtsflügliche oder rechtsextreme Evangelikale, die eine spezielle Art und Weise haben, wie sie die Prophetie betrachten und die Moral. Und jeder, der die Dinge nicht wie sie sieht, ob man ein Christ ist, oder man kann auch ein Atheist oder von einer anderen Religion sein, oder was man auch als liberal betrachten kann, dann tut man nicht in diese Kategorie passen. Und Future for America hat diesen gleichen Weltanschauung, dass diese Warnungsbotschaft nur diese Dinge, nur diese Leute abzielt oder auf diejenigen gerichtet sind, die an die Bibel glauben. Das heißt, wenn du nicht in die Bibel glaubst, wird dir das hier nicht helfen, was bedeutet, dass du verloren bist. Du bist bereits schon verloren und man kann dir nicht mehr helfen. Schau, wie scheußlich oder abscheulich dieses Modell von Gott ist. Dass du, wenn du nicht bereits schon in ihn glaubst, dann bist du bereits schon verloren. Denn dieses Modell erlaubt nur Le, die an die Bibel glauben, gerettet zu werden. Und nicht nur irgendjemand, der an die Bibel glaubt, sondern es sind Leute, die die ähnliche oder gleiche Weltanschauungsbild hat, wie FFA es hat, welches essentiell die gleiche Weltanschauung ist, die auch die Republikanische Partei hat. Nun fragt euch selbst die Frage, wenn ihr Gott wärt und ihr würdet eine Stadt retten wollen, würdest du eine Botschaft kreieren und geben, die nur Bibelgläubige annehmen würden? Nein, natürlich nicht. Denn 50% der Stadt würden ja bereits schon sterben, denn sie sind ja keine Bibelgläubigen. Was für ein Gott ist das denn? Es ist der Gott, dem Future for America dient. Es ist das Modell von Gott, was sie haben. Und wir wollen uns von diesem Gott distanzieren.
Denn wir dienen nicht so einem Gott. Wir haben so viele Beweise, dass Gott eine Warnungsbotschaft an die ganze Welt gibt. Was auch immer deine religiöse Überzeugung ist. Ob du eine Person des Glaubens bist oder nicht. Was auch immer deine religiöse Überzeugung ist. Was auch immer deine politische Überzeugung ist. Was auch deine sexuelle Überzeugung ist. Wer auch immer du bist. Wir glauben in a God that would send a warning message that everyone could understand and recognize. In einen Gott, der eine Warnungsbotschaft gilt für jeden. And having recognized the warning message, they would have an opportunity of being saved. Und wenn wir das erkennen, sehen wir, dass es da Möglichkeit gibt, dass jeder erlöst werden kann. Nun, wenn man von einer Katastrophe gewarnt wird, ist eine Sache. Aber das ist nicht ausreichend für die Erlösung. Wir glauben auch, dass nachdem jemand gewarnt wurde, um jetzt Gott zu fürchten, dass sie ihm auch Herrlichkeit geben sollen. Und wir könnten das in folgender Art, Form zeigen. Was auch immer dein Glaubenssystem ist, also was auch immer du glaubst, wissen wir, dass Gott jedem eine Warnung geben muss, die auf dich zugeschnitten ist und die nicht nur auf Leute zugeschnitten ist, die an die Bibel glauben. Nachdem er dann deine Aufmerksamkeit hat und man dann eine Veränderung möchte und man sieht, dass diese Warnung auf einen sich bezieht, der zweite Schritt dann ist, dass die zweite Engelsbotschaft uns zeigt, dass wir Herrlichkeit ihm geben sollen. Und das bedeutet, dass eine Person in das Königreich Gottes reinkommen muss, was bedeutet, dass sie aus welcher Dunkelheit sie sind, herauskommen müssen. Und diese Dunkelheit können viele Dinge sein. Es könnte ein falsches christliches Verständnis sein, was Jesus ist. Es könnte eine falsche Religion sein oder keine Religion. Aber nachdem man die Warnung angenommen hat, ist das der zweite Schritt, ist, dass man in das Königreich des Himmels eintreten muss. Da gibt es zwei Gräben. Der eine ist, wo FFA sich befindet. Wo sie eine Warnung kreiert haben, die nur für Bibelgläubige gilt. Welche die großen Teil der Menschheit ausschließt. Es sei denn, man denkt, es ist etwas Neues. Es ist nicht etwas Neues. So ist dies nur eine Philosophie, die sie schon seit dem Anfang ihrer Existenz hatten. Aber da gibt es auch noch einen weiteren Graben. Und in diesem Graben befinden sich einige in dieser Bewegung, dass wir denken, dass wenn jemand in der Welt ist, dass wir nicht die gleichen Regeln haben müssen. Sie denken, es ist unfair,
that God would require of these people in the world, dass Gott von diesen Leuten in der Welt es erwarten würde, go through the same exercises, make the same commitments, make the same sacrifices as we have made. Dass sie die gleichen Opfer darbringen müssen, wie wir es taten. That the requirements, the tests are too difficult. Dass die Tests zu schwer sind. So God would be willing to lower the standard. Also Gott wäre da willig, den Standard zu In fact, there may not be any standard. So there are two ditches on the path to heaven. Also da gibt es zwei Gräben auf dem Weg zum Himmel. One is that this message is available to all humanity. Einer ist, dass diese Botschaft für die ganze Welt ist. Und wenn dann jemand diese Botschaft annimmt, dann können sie einfach dann können sie einfach Teil des Königreichs Gottes sein. Das ist der Grabe 1. Der andere Grabe ist, wo Future for America drin ist, dass sie dass es da Warnungsbotschaften gibt, die nur auf gewisse Leute zugeschnitten sind, die gewisse Dinge glauben. Und dass diese Warnungsbotschaft allen anderen, für die alle anderen nicht gilt. Und es zeigt auf, wie rassistisch und sexistisch dieses Ministry ist. Even though they don't even realize that is their mindset or their worldview. Auch wenn sie nicht realisieren, dass sie diesen Weltanschauungsbild haben. So as we go into our studies, also während wir unsere Studien weitermachen, the studies that I'll be doing this week, die Studien, die wir diese Woche machen werden, I want to look at some of these aspects, dann möchte ich einige dieser Aspekte betrachten, of how Future for America have developed this model, wie Future for America dieses Model kreiert hat, wie sie gesagt haben, when they compare wenn sie 9/11, wenn sie den 11. September or September the 11th, 2001, den 11. September 2001, when they compare that with July 18th, 2020, mit dem 18. Juli 2020 vergleichen. They claim to have proven the first, sie behaupten, dass sie das erste Volk bewiesen haben, welches sie nun jetzt als Beweis nehmen, um zu zeigen, wie der zweite Gültigkeit hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und Gnade. Wir bitten dich, dass du mit uns bist und segnest, während wir dieses heilige Zusammenkommen öffnen. So bitten wir, dass du auf jeden den Geist Gottes eingibst. Lord, we know that there are many tasks to do this week. Ja, wir wissen, dass es da viel diese Woche gibt. Cooking, cleaning, Kochen, putzen, taking care of our personal needs. Dass wir unsere persönlichen Notwendigkeiten hinbekommen. Herr, wo du sagst, das sind die Dinge von diesem Leben. But help us to remember, aber Herr, helf uns, dass wir daran erinnern. The reason we're here der Grund, warum wir hier sind, is not to cook and to clean, ist nicht, um zu kochen und zu reinigen, but it's to study and learn. Sondern zu studieren und zu lernen. And not just to study and learn, aber nicht nur zu studieren und lernen, but to take time away from the world, aber sondern Zeit auch zu nehmen, and to meditate weg von der Welt upon our experience, und uns über unsere Erfahrung nachzudenken und das Werk, was du jedem individuell und dieser Bewegung gegeben hast.
Help us, Lord, to do our work efficiently. Helf uns, unser Werk effizient zu tun, but not to be distracted by that aber work. nicht von diesem Werk abgelenkt zu werden. May each of us Möge ein jeder be diligent Möge ein jeder von uns treu in sein the effort that we make to hear these und presentations gründlich sein in dem and in our Aufwand, diese spare moments Präsentation zu to hören meditate und in upon diesen Momenten, the thoughts that are dass presented wir diese Gedanken darüber nachdenken, die hier präsentiert werden and our individual und calling. unsere individuelle May none of us, Ruf. Möge ein niemand von uns, especially those in positions of responsibility, speziell diejenigen, die einen be Verantwortungsjob haben, consumed by the cares of this life von den Dingen dieses Lebens to a degree that they would distract us bewältigt werden, bis zu einem from Grad, dass understanding sie and listening to the uns messages. ablenken von dem, diese Botschaften zu verstehen. Bless us, we pray, in Segne Jesus' uns, name. während wir hier beten. In Jesu Namen. Amen. Amen.